Mein Name ist Niklas Wenz. Ich bin Product Owner PIM und Informationsarchitekt bei der Hager Group und bin von der Business-Seite die Schnittstelle zu IT. Ich bin so ein bisschen die IT, Willi Gerd Schmitz, bin der Projektleiter gewesen, wo wir Stibo eingeführt haben. Hager Gruppe, ein Unternehmen aus Deutschland und Frankreich. Wir produzieren alles, was man so im Haus hat zur Elektroverteilung, Elektroinstallation. Genau, von Schalter, Steckdosen bis hin zum Schaltschrank oder Energiespeichersystemen ist alles im Portfolio vorhanden. Wir hatten seit 1999 ein eigen entwickeltes PIM-System auf Java-Basis. Und das war inzwischen sowohl von der IT-Architektur her kaum mehr wartbar, als auch die Datenmodelle und der Content selber sind über die 20 Jahre doch relativ chaotisch geworden. Und dann haben wir gesagt, es ist jetzt Zeit, mal am Markt ein System auszusuchen. Und den Proof of Concept hat Stibo gewonnen, weil Stibo für uns am Ende das System war, was Datenmodell betrifft, ist es Stibo am flexibelsten und auch was wir als UI gesehen haben, hat uns gut gefallen. Wir haben eingeführt Stibo DAM und Stibo PIM. Alle produktbezogenen Assets werden im DAM hochgeladen, gepflegt und mit den Produkten verknüpft. Und die dritte Komponente, mit der wir gerade uns sehr beschäftigen, ist die Publikation. Also mithilfe von InDesign Publikationen ausleiten, angefangen vom einzelnen Datenblatt bis zum Katalogkapitel oder bis zum ganzen 2000-seitigen deutschen Katalog mit allen Hager-Produkten. Mit Assets sind wir ungefähr bei 500.000 Assets. Wir haben ungefähr 1200 User im System und ca. 200 User sind im zentralen Team, die Daten pflegen oder in den Märkten die marktspezifische Daten ergänzen. Woran wir im Moment arbeiten, ist auch die sogenannten PEP, Product Environmental Profiles, zu erstellen. Die Idee ist, die Daten, die für so ein PEP benötigt werden, sind die Lifecycle-Daten, die den Lebenszyklus, die Energieconsumption bei der Herstellung und beim Einsatz eines Produktes beschreiben, auch diese Daten ins Stibo-System zu bringen. Wir haben einmal im DAM-System ein Picture- und PDF Classification Analysis AI-Tool entwickelt, das zum Beispiel Metadaten anreichert zu einem Produktbild. Der zweite Anwendungsfall ist ein AI-generierte Produktbeschreibungstool, damit wir mehr Daten am Produkt und natürlich dann auch eine optimiertere Ansprache an den Kunden bekommen. Wir vervollständigen mit der AI Daten, die man hätte auch manuell pflegen können, die aber im System fehlen, um damit den manuellen Pflegeaufwand zu reduzieren. Und nachdem wir diese Beschreibungen in Englisch vervollständigt haben, nutzen wir dann auch über ein Large Language Modell einen Prozess, die in andere Sprachen zu übersetzen. Und wir haben diese AI-Anwendung im Stibo PIM, hat uns Stibo Consulting implementiert mit wenigen Tagen ein erstes Beispiel. Und wir haben jetzt weitere Szenarien selber aufgebaut. Das ist gar nicht so schwer. Ein großer Vorteil ist, dass kleinere Märkte, die wenig Ressourcen haben, um eine Publikation zu erstellen, um einen Webkatalog zu updaten, bekommen jetzt einen Global Default. Wir nutzen unsere Ressourcen effizient und das ist ein Riesenvorteil, den wir mit dem PIM-System und auch mit der Datenmodellerstellung in STEP erreicht haben.